Ich habe mich jetzt einmal eingeloggt. Wie man gut sehen kann, ich habe unter Maria Sand, so, man kann das sehen, und jetzt muss ich leider wieder ein bisschen zurück, weil man sonst nicht mehr erkennen kann, was ich zeichne. Es geht weiter mit der Startseite und hier Remote Viewing Test und Beginn der Test. Ich mache das immer so, dass ich mich darauf konzentriere, das Bild anstarre und mir denke, was könnte dort an Umrissen zu sehen sein. Und wenn ich mir das denke, dann fällt mir ein, hier ein großes Objekt, vielleicht sogar ein Kreis. Und zuerst dachte ich, es käme da noch was, aber jetzt habe ich das eher weg und ich denke an ein großes quadratisches Element. Und ich nenne das Nummer 1, 18, der erste. 17. Dann gehe ich zum nächsten Blatt, weil da ist nicht mehr viel zu überlegen, und komme zur Nummer 2. Das ist auch wieder 18, der erste. 17. Und jetzt überlege ich, wie könnte das weitergehen? Und es kommt mir in den Sinn, dass das so einen Bogen macht, so in etwa. Also ich gehe da noch nicht auf irgendwelche Details ein. Und wieder habe ich das Gefühl, dass hier ein großes Objekt ist. Mir scheint das überhaupt, als wäre das mehr ein größeres Objekt und dass da vielleicht so wie Strahlen oder sowas weggeht. Und dann mache ich weiter und denke an 3. Die richtigen Remote-Viewer, die das so machen, wie das halt von den Amerikanern entwickelt wurde, machen das anders. Sie schreiben sich auf, was ihnen dazu einfällt. Und meistens machen das mehrere Leute miteinander, was ich nicht für so gut halte, weil ich denke, wenn vielleicht dann einer dabei ist, der schon weiß oder ahnt, worum es geht, dann ist es nicht mehr so, dass man das als wissenschaftlich stichhaltig gelten lassen kann. Jetzt fällt mir ein, also mir fällt immer ein, dass hier etwas ist, irgendetwas Dichteres könnte man sagen, und hier etwas. Nur ich fange leicht an zu assoziieren, und das ist der falsche Weg an und für sich, weil der richtige Weg wäre, Assoziationen nicht zuzulassen, weil man dann denkt, aha, das könnte dieses und jenes sein, und dann kommt man ins Raten und man lässt das Unterbewusstsein nicht mehr arbeiten. Jetzt denke ich zum Beispiel, ja, das könnte vielleicht ein Gesicht sein da, das in einen Spiegel blickt oder so irgendwas, weil da ist es ja wie ein Rand. Und das ist eben, wie ich schon sagte, der falsche Weg. Das sollte nicht so sein. Man müsste sich wirklich hinsetzen und hinschreiben, also ich denke zum Beispiel an Wasser, weil ich an einen Wasserfall denke. Und das ist eben schon wieder eine Assoziation. Und dass das da weitergeht, dann wäre das faktisch ein Fluss, in den das Wasser hineinfließt. Und hier würde ich, oh, jetzt fällt das runter. Hier würde ich eben ein Schiff annehmen oder ein Haus,
einfach weil ich im Assoziieren bin. Und heute zeige ich offenbar, wie man es nicht machen soll. Die Nummer 5 wäre das. Aber ich denke, es ist auch ganz gut, wenn man erklärt, was man alles falsch machen kann. Mir kommt wieder eben da in den Sinn ein Objekt, ein Stern. Und es bleibt einfach so, es geht nicht weiter. Ich habe immer da das Feste, das könnte zum Beispiel eine Brücke über einen Fluss sein. Und ich denke immer wieder an Wasser, Himmel, Gestirne, an See, und zwar im doppelten Sinne, einen See oder die See. Mir kommt in den Sinn Wind, Luft, das geht dann bis Rauch hin, könnte ja beispielsweise auch so sein, ein Rauchfang, aus dem dann der Rauch quillt. Und dann wären das Dächer. Aber wie gesagt, es ist immer, zumindest heute, so, dass ich das Gefühl habe, ich muss assoziieren. Und vor allem, weil ich das, was da ist, nicht erkennen kann. Ich sehe nur, da ist etwas, da ist etwas. Und damit höre ich jetzt auf. Ich habe mir abgewöhnt, zu viel dazu zu sagen, was da unten steht. Aber ich kreuze es jetzt an. Hier und hier. Eigentlich geht das alles da für mich. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist klar. Also ich werde das jetzt mal machen. Wasser, Menschen vielleicht, es könnte auch eine Pflanze sein, weil das einfach dazu passt, aber da bin ich mir eben nicht sicher und die Temperatur weiß ich auch nicht. Ich würde eher naturdynamisch halb und außen könnte es auch sein. Ich kann es jetzt nicht so. Und jetzt kommt der große Moment. Es ist ein Gesicht. Also der erste Eindruck war der richtige, wie man sieht. Und das ist natürlich nicht schlecht. Komischerweise, obwohl ich ja ein Gesicht gezeichnet habe am Anfang und auch diese runde Blume offensichtlich in meinem Kopf herumspuckte, die die Dame auf dem Kopf hat, habe ich nur 42 von 100 Punkten. Aber bitte, das ist so und deshalb glaube ich, dass diese Form der Bewertung überhaupt nichts aussagt. Man muss die Zeichnung sehen neben dem Original.